Letzte Woche hat Fujifilm die zweite Kamera ihrer Flaggschiffreihe vorgestellt, denn nachdem der japanische Hersteller bereits Ende Mai mit der X-H2S eine neue Generation ihrer professionellen APS-C-Kameras vorgestellt hatte, kam nun mit der X-H2 der große Bruder. In diesem Video wollen wir dir zeigen, welche der beiden Kameras die richtige für dich ist und wo die Unterschiede zwischen den beiden Modellen liegen. Es ist schwer, fast unmöglich, von außen einen Unterschied zwischen der X-H2 und der X-H2S zu sehen. Denn bis auf die Modellbezeichnungen sind die Kameras von außen identisch. Und auch innen gibt es nur einen Unterschied zwischen den Kameras: der Sensor. Die X-H2S kam mit einem 26 Megapixel Stacked BSI-Sensor, dem X-Trans CMOS 5HS, und in der X-H2 kommt nun der große Bruder, der X-Trans CMOS 5HR. Das R steht hierbei für Resolution, denn der neue Sensor der X-H2 kommt mit ganzen 40 Megapixeln, was wir so übrigens in keiner anderen APS-C-Kamera gesehen haben. Auch der neue hochauflösende Sensor ist rückwärtig belichtet, also Backside Illuminated, hat aber nicht den gestapelten Aufbau des Sensors der X-H2S. Aber was das für die Leistung der Kamera bedeutet, erklären wir dir gleich. Obwohl die X-H2S mit bis zu 40 Bildern pro Sekunde im elektronischen Verschluss klar die Nase vorn hat, wenn es um die Serienbildgeschwindigkeit geht, haben wir bei der X-H2 trotzdem dieselben 15 Bilder pro Sekunde im mechanischen Verschluss, was, wenn wir mal ehrlich sind, für die meisten Anwendungsfälle genug ist. Sobald wir bei der X-H2 aber in den elektronischen Verschluss wechseln, sind auch die höheren Serienbildgeschwindigkeiten von bis zu 20 Bildern pro Sekunde möglich. Allerdings verlieren wir bei der hohen Serienbildgeschwindigkeit jedoch einen Teil der Auflösung. Im elektronischen Verschluss haben wir nämlich verschiedene Möglichkeiten. Wahlweise können wir hier mit bis zu 13 Bildern pro Sekunde auch ohne Crop fotografieren. Für 15 und 20 Bilder pro Sekunde gibt es dann aber nur die Lösung mit Crop, was unsere Auflösung effektiv auf 24 Megapixel reduziert. Das kann für eine Verlängerung der Brennweite und eine kleinere Dateigröße allerdings auch wieder interessant sein. Die verrückteste Zahl in den technischen Daten ist aber die minimale Verschlusszeit im elektronischen Verschluss von einer 180.000stel Sekunde. Durch eine solch kurze Verschlusszeit kann selbst in einer sehr hellen Umgebung mit einer großen Offenblende fotografiert werden, ohne dass ND-Filter genutzt werden muss. Und apropos Auflösung: Ein Feature, das die X-H2 im Gegensatz zur X-H2S mitbringt, ist das sogenannte Pixel Shift Multishot. Hierbei werden mehrere Aufnahmen kurz hintereinander erstellt, wobei der Sensor zwischen den einzelnen Aufnahmen mittels des IBIS leicht verschoben wird. Im Nachgang können die einzelnen Bilder in einer Bearbeitungssoftware zusammengesetzt werden und erzeugen so ein Foto mit effektiv 160 Megapixeln. Bitte beachtet, dass das Motiv hierfür sehr ruhig stehen muss. Wenn sich der Aufbau des Bildes während der Aufnahme verändert, entsteht hier beim finalen Bild dann Verrechnungsfehler in Form von Ghosting. Dieses Feature kennen wir bereits aus den Mittelformatkameras von Fujifilm, wie beispielsweise der GFX 100S. Jedoch hat es mit der X-H2 erstmals den Einzug in die APS-C-Kameras gefunden. Wenn wir das Datenblatt der Kameras überfliegen, könnte man meinen, dass X-H2S im Videobereich die Nase vorne hat. Aber was genau bringt die X-H2 auf den Tisch, dass wir diese eventuell sogar vorziehen würden? Einfach gesagt kommt es hier ganz auf den Use Case an. Im Gegenzug zu der X-H2S kann die neue X-H2 nicht mit satten 8K in 30 FPS filmen. Wenn man aber sagt, 8K ist für mich nicht wichtig, kann hier auf ein sehr scharfes, von 8K runtergerechnetes 4K-Video gesetzt werden. Die X-H2S rechnet hierbei von 6K auf 4K runter und schafft hier ebenfalls 30p. Slow-Motion-Aufnahmen sind mit der Kamera natürlich auch kein Problem, denn in 4K in 60 FPS kann die X-H2 ohne Probleme liefern. Falls für euren Workflow aber 120 FPS in 4K benötigt werden, müsste man auf die X-H2S zurückgreifen. Sollte man nun also die X-H2 immer vorziehen, wenn man 120 FPS nicht braucht? Nun, jein.
Da die XH2 keinen Stacked-Sensor besitzt, haben wir eine langsamere Auslegungsrate. Falls man also Motive hat, die sich schnell bewegen und man diese verfolgen muss, wir denken zum Beispiel hier an Sport und Wildleben, kann jedoch der geringere Rolling-Shutter-Effekt der XH2S ein Kaufgrund sein. Wenn wir jetzt aber bedenken, dass wir für die XH2 satte 500 € weniger bezahlen müssen, ist das eine verdammt gute Videokamera. Besonders bei Aufnahmen, wo man die hohe Auflösung von 8K braucht, also beispielsweise um aus einem Kamerawinkel mit Reframing 2 bis 3 Positionen in einem Interview zu zaubern oder starke Vergrößerung von Produkten zu zeigen, um alle Details wieder zu spiegeln, ist die XH2 vielleicht doch die bessere Wahl. Beide Kameras können ihre maximale Videoauflösung auch via HDMI in 12-Bit RAW ausgeben. Die XH2, die aber dementsprechend auch in 8K. Da wir dasselbe Gehäuse bei beiden Kameras haben, möchten wir in dem Zug erwähnen, dass Fujifilm hier auch auf einen integrierten Lüfter verzichtet hat, um das Gehäuse kompakt zu halten. Da aber vor allem 8K-Video eine enorme Hitze mit sich bringt, lässt sich als Abhilfe derselbe externe Lüfter montieren, der bereits mit der XH2S vorgestellt wurde, um längere Laufzeiten zu erzeugen. Dieser wird über die Kamera mit Strom versorgt und auch gesteuert. Man möchte natürlich nicht immer den externen Lüfter verwenden müssen, sobald man filmt. Aber auch hier performt die XH2, ähnlich wie die XH2S, keinesfalls schlecht. In unserem Laufzeittest ohne externen Lüfter schaltete sich die Kamera bei Raumtemperatur mit 8K 30 fps in 4:10 Bit nach 41 Minuten und in 4K 60 nach 52 Minuten wegen Überhitzung von alleine ab. Wenn jedoch draußen bei hoher Temperatur oder gegebenenfalls sogar Sonnenanstrahlung gefilmt wird, sollte man sich den externen Lüfter vielleicht aber doch mit in die Tasche packen. Der fehlende Stacked-Aufbau hat aber auch eine Auswirkung auf das Lowlight-Verhalten der XH2. Wir haben hier 13 Stops Dynamikumfang, was ca. 1 Stop weniger ist als bei der XH2S. Und das wird auch in unseren Beispielaufnahmen deutlich. Klar sind 13 Stops Dynamikumfang immer noch absolut ausreichend und der eine Stop mehr dürfte für nur sehr wenig Leute ein Kaufgrund sein. Allerdings sehen wir auch einen Unterschied, was das Rauschverhalten der beiden Kameras betrifft. Hier performt die XH2S etwas besser und wir sehen bereits bei ISO 3200 ein leicht besseres Rauschverhalten in den dunklen Bereichen des Bildes. Bei höheren ISO-Werten ist ein klarer Unterschied zwischen den Kameras sichtbar und die XH2S gibt weiterhin ein rauschärmeres Bild aus. Was hier jedoch auch wichtig zu erwähnen ist, dass die XH2 eine niedrige Base-ISO von 125 im Vergleich zu 160 bei der XH2S hat. Auch die minimal mögliche ISO ist bei der XH2 geringer. Hier können wir auf bis zu ISO 64 runter, bei der XH2S ist der niedrigste Wert ISO 80. Autofokus ist natürlich ein sehr wichtiges Thema und auch hier ähneln sich die beiden Kameras sehr. Rein von der Funktionsweise gibt es hier keinen Unterschied, auch was die verschiedenen Fokus-Modi angeht. Beide Kameras bieten ein Hybrid-AF mit einer Mischung aus Phasen- und Kontrasterkennung. Auch haben beide Kameras die Motiverkennung für Mensch, Tier, Vogel, Auto, Motorrad bzw. Fahrrad sowie Flugzeug und Zug. Lediglich in der Autofokus-Geschwindigkeit kann es zu leichten Unterschieden kommen und die XH2S ist hier im Tracking etwas schneller. Aber kommen wir nun zu einem Fazit. Wir würden euch natürlich jetzt sehr gerne konkret empfehlen, welche der beiden Kameras die richtige für euch ist und für welche ihr euch somit entscheiden solltet. Wahrscheinlich schaut ihr auch genau deswegen gerade dieses Video an. Allerdings ist es wirklich nicht leicht, da sich die beiden Kameras sehr stark ähneln, sich auf einer anderen Seite aber in sehr speziellen Bereichen doch auch stark unterscheiden. Angefangen mit dem Sensor. Die XH2 hat stolze 14 Megapixel mehr als die XH2S und mit Features wie 8K Video oder auch Pixel Shift ist sie für Bereiche, die eine möglichst hohe Auflösung voraussetzen, klar die bessere Wahl. Wenn die Auflösung aber nur wichtig und nicht sehr wichtig ist, fällt die Entscheidung schon wieder weniger leicht. Ist der zweite wichtige Aspekt dann nämlich Geschwindigkeit, hat die XH2S doch wieder einige wichtige Vorteile. Mit 40 Bildern pro Sekunde in der Serienbildgeschwindigkeit ist sie doppelt so schnell wie die XH2 und die kommt bei 20 Bildern pro Sekunde auch noch um 1,29-fach in das Bild rein. Auf der anderen Seite können beide Kameras mit 15 Bildern pro Sekunde im mechanischen Verschluss fotografieren. Die doppelte Geschwindigkeit ist im Videobereich allerdings auch Thema. Hier ist bei der XH2S mit 120p die doppelte Framerate im Vergleich zur XH2 möglich. Der Autofokus ist quasi identisch und hier und da gibt es leichte Unterschiede in der Tracking-Geschwindigkeit, wobei auch hier die XH2S die schnellere Kamera ist.
Also, für welche Kamera entscheidet man sich nun? Letztendlich gibt es halt noch einen großen Unterschied und das ist der Preis. Die XH2 kostet UVP satte 500 Euro weniger und ist somit nochmal ein gutes Stück attraktiver. Eigentlich fällt die Wahl nur dann auf die XH2S, wenn Highspeed-Fotografie und professionelles Video mit hoher Framerate wichtig sind. Ansonsten ist die XH2 wohl die bessere Wahl. Aber für welche Kamera würdet ihr euch entscheiden und welche Features sind für euch besonders relevant? Lasst uns gerne in den Kommentaren darüber quatschen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr mehr von solchen Vergleichen sehen möchtet. Das war's von uns und wir sehen uns im nächsten Video. Alter, mit den Papageien habe ich keinen Bock mehr, das machen wir nicht normal hier.